Wo sind wir denn hier? Was gibt's denn hier noch? Was ist Below das? this rock is a large growth of mushrooms. Pilze. A large fern fans the pathway. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Pflanzen mitnehmen soll. Kann man die jetzt mitnehmen, oder? You fail to obtain anything. Die kann man nicht. You fail to obtain Auch anything. nicht. Dann gehen wir erstmal weiter. Zur Not können wir ja nochmal zurück, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig ist. Ich fühle mich über dem Spiel sehr unsicher irgendwie in meinen Entscheidungen. Was ist das? Ein Krokodil? Warum bei der Musik möchte ich am liebsten so mal den Phaser ziehen? There is a slow, muddy river blocking your path. A strong, thick log serves as a footbridge. The river is unmoving, and the heat and stillness are oppressive. Was ist das da? A pair of eyes are all that you can see of the rest of this creature. Most of it is hidden beneath the murky water. Sorry Leute, aber ich speichere nochmal eben kurz. Irgendwie. Save new game. Replace previous game. Ja, wir überspeichern nochmal. Also ja, ich muss sagen, die Mission kenne ich wirklich gar nicht. Also, ich weiß jetzt nicht mehr genau mit der letzten. Bis zur vorletzten, das weiß ich noch. Achso, und die letzte war das die mit den... The log looks quite old, but sturdy. War das die mit dem Zusammenmischen der verschiedenen Chemikalien? Weil da konnte ich mich noch erinnern, das war, glaube ich, die letzte, wo ich gefällt bin. Oder war das davor? Jetzt weiß ich es nicht mehr genau. Also mit der Masada auf jeden Fall. Da war ich schon mal drin und das kann ich, ob ich die geschafft hatte. Captain, perhaps I should try to cross first. Nee, das kennen wir schon. Du stirbst doch bestimmt wieder, ne? Das ist doch immer so bei This dir. plant has a rather thick stem and prickly leaves. Okay. Luminescent insects swarm near a large tree. Also ich überlege gerade nochmal. Also mit diesen Dämonen, das kannte ich. Und was war denn das zweite? Jetzt muss ich nochmal kurz hier in meinem Handbuch. Stand da nicht irgendwie was drin? Ach nee, die Missionen waren ja hier nicht drin. Nee, genau, die zweite war... Nee, stimmt. Hier stehen nur Tastaturkürzel, da ist die Sternkarte. Aber ich habe doch hier irgendwo meine Notizen gehabt. Ah, genau, das erste war Demon World. Und dann das mit der Masada, genau. Und bei der dritten kam ich nicht weiter. Und jetzt sind wir aber schon in der 5. Genau. Die erste war Demon World. Laut meinen Notizen, ich mache mir diese Schneidnotizen hier immer. Und dann war dieses Hijacked mit der Masada und dann kam die dritte mit der Station in Romulanern. Und da kam ich damals nicht weiter, genau. Und dann hatten wir danach die 4. Mission mit diesem Harry. Und die hatte ich noch gar nicht gesehen. Das fand ich auch irgendwie leicht verwirrend mit diesem Alien-Raumschiff da, genau. Und das hier, also überrascht mich jetzt auch nochmal. Ach, Entschuldigung. So, sorry, die kurze Unterbrechung, aber jetzt habe ich mich mal wieder kurz selber ins rechte Licht gerückt, um mich hier nochmal kurz nochmal klar zu werden. Also ich bin so überrascht hier über diesen Spielwandel, dass wir jetzt hier in so einem Dschungel sind und so. Also ich bin echt überrascht. The plant is tough. Okay, das hatten wir. Können wir die irgendwie mitnehmen? Finde ich aber sehr gut. Also ich bin eigentlich überrascht, wie gut dieses Spiel ist von 92. It appears that the leaves are slightly toxic. I would not recommend touching it for an extended amount of time. Ah, die Pflanze ist also giftig. Nee, also ich bin wirklich positiv überrascht für so ein altes Spiel, 92, und ich bereue es so ein bisschen, dass ich es früher nicht gespielt hatte oder nicht weiter durchgespielt habe. Aber umso mehr freue ich mich jetzt eigentlich darüber. Und ich bin hier echt über diese Wandel so ein bisschen überrascht. Und es ist wirklich so, als wenn man die alte Star Trek-Serie guckt und ein paar Episoden spielt. Und das finde ich schon ziemlich cool. Können wir die hier abschneiden oder so? Doch, das scheint zu gehen. Und jetzt können wir das dem Monster zu fressen geben, oder was? Los, Futter! Huch. It would appear that the plant secretes a chemical that is a natural repellent to the creature. It has retreated far downstream, Captain. Okay, nee, ich wollte das eigentlich damit füttern, dass es dann irgendwie einschläft oder leicht vergiftet ist, aber irgendwie haben wir das ganze Wasser da gerade verseucht. Aber gut, die Kreatur ist weg, umso besser.
Dann können wir jetzt hier gefahrlos rüber, oder was? Ja, sieht ganz gut aus. Hallo? Geht das? Ja, super. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Das ist sehr befremdlich hier. Sind wir in einer Höhle? Was ist das? They appear to be ordinary rocks. Spock's tricorder might say otherwise. Nein, jetzt sogar der Hinweis auf den Tricorder. Das habe ich mal nicht benutzt. Jetzt war es richtig, den zu benutzen. These rocks are limestone, but contain an unusually high content of heavy metals. There are dilithium crystals here, but in a very raw form. Okay, was ist das? This appears to be a formation of raw dilithium crystals, Captain. Ah, okay. Die Lithiumkristalle brauchen ja die Enterprise auch für den Antrieb zum These Beispiel. stalactites were made from limestone deposits. They took millennia to form. Okay. Hier ist auch noch was. These stalactites Das ist der gleiche Text. Können wir das Dilithium mitnehmen hier? You will need something to pry it loose. Okay. Ich hätte jetzt fast den Phaser genommen. Nehmen wir doch wieder das Messer. Was sollen wir hier mit der Schlange machen? Okay. You have one dilithium crystal in raw form. Ja, das ist ja cool eigentlich. Ich weiß noch nicht, warum wir die jetzt brauchen. Wie gesagt, die Lithiumkristalle sind für den Warp-Antrieb oder für die Maschine, für den Maschinenantrieb der Enterprise, für die Energiegewinnung. Ach, da geht's noch weiter. I watched as you worked through the problems I set in your path. You are a valiant, intelligent species. Danke schön. Please sit down. We have much to discuss. Ach, der hat uns also beobachtet und hat uns quasi diese Prüfung I've had gestellt. it up to here with so-called superior beings terrorizing my crew because we're so primitive. Maybe you should see how primitive you are before you go around testing others. Ich habe die Schnauze voll von den sogenannten höheren Wesen, die uns terrorisieren, weil sie uns für derart primitiv halten. Sorry, die Schrift ist auf dem Großmonitor echt schlecht zu lesen bei 320er Auflösung. Vielleicht sollten Sie mal selbst auf Primitivität testen. Sich mal selbst auf Primitivität testen, Entschuldigung. Bevor Sie mit anderen Ihre Spielchen spielen. One thing first, if you're so peaceful, how come the Aztecs were so violent and aggressive? Eines Mal zuerst, wenn sie so friedlich sind, warum waren dann die Azteken so kriegerisch und aggressiv? Yes, I guess we do. Go on. Ja, das haben wir. Reden Sie weiter. Ich glaube, ich nehme erstmal das hier, weil das ist eine gute Frage. If you're so peaceful, I tried to teach them the concept of self-sacrifice. It would appear they did not completely understand das glaube ich my allerdings auch. teachings. You are clearly not the liars I thought you to be. Were you telling me the truth about my disciples? That they became ruthless savages? the Federation is not in the business of lying, mister. Die Föderation ist kein Lügenverein, Mister. Absolutely. Your best intentions were changed by the imperfect humans that you left in charge after you departed. Such is the way of our race, I'm afraid. Leider ja. Ihre guten Absichten wurden wohl von den imperfekten Menschen verdreht, denen ihr das Kommando gabt, als ihr abreistet. So ist nun mal unsere Rasse, fürchte ich. You messed up in a big way. Perhaps you should try following the Prime Directive. It changed our lives. Sie haben da einen ziemlichen Mist gebaut. Vielleicht sollten Sie sich mal an den obersten Grundsatz der Nichteinmischung halten. Der wirkt Wunder. Also die erste Direktive der Sternenflotte, sich nicht in die Belange von fremden Völkern einzumischen. Ich glaube, die ist hier fehl am Platz. Ja, 3 Auswahlen. Ich nehme mal diese hier. Dass das also von den Kommandierenden, die er da zurückgelassen hat, falsch verstanden worden ist und dass das so typische menschliche Eigenschaft ist. Ich glaube, das kehrt so unseren guten Willen auch ein bisschen raus. Stets bemüht quasi. Perhaps this is what happened to my children on the Klingon world of Rakur, which would explain why they are searching for me. I have clearly abused the power that was given me long ago. You show great wisdom, sir, but your statement implies that you wish to change your condition. Indeed. If my mission of peace was overthrown, then I am no longer worthy of my power. Tell me, has your species made progress in the medical arts?
We're a technologically advanced starfaring race. What do you think? That we wouldn't have made progress in medicine? Wir sind ein Hightech-Volk von Sternenfahrern. Was erwarten Sie da? Dass wir immer noch mit der Holzhammer-Methode arbeiten? Ja, hier ist auch ein Schreibfehler drin. Hier Sternenfahren. Sternfahrern sollte das wohl heißen. Deswegen verlese ich mich, glaube ich, auch ab und zu. Aber das halte ich für eine typische Kirk-Antwort, aber ich glaube, die ist hier falsch. With Dr. McCoy, I sometimes wonder, but yes, I would say we have made considerable advances. Bei Dr. McCoy frage ich mich das manchmal auch, aber ansonsten würde ich mit einem Ja antworten. Ach herrlich, diese Selbstironie im Spiel ist Yes, why do you ask? Ja, warum fragen Sie? Ich glaube, ich nehme lieber diese Antwort. Gibt's noch eine vierte? Yes, why do you ask? At the top of my spine is a gland not found in your species. This is the seat of my power. I wish you to remove it, thereby making me immortal. Jim, I'll try, but the physiology is completely alien. You've got to do it, Bones. If the Klingons realize he's no longer a threat to them, perhaps we can avoid a war. Also, Scotty 5 to beam up. Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Also im englischen Original nennt der Kirk dem Pille wohl Bones, also Knochen. Habe ich jetzt gerade zum ersten Mal so bewusst gehört. Ihr habt das bestimmt schon viel früher gemerkt. So, jetzt haben wir den mitgenommen und den operieren wir jetzt? Oder was ist los? Captain, 3 Klingon heavy battle cruisers have just entered the system. Admiral Kenka is hailing us, sir. Federation Starship, this is Admiral Blick. Haben wir überhaupt schon gekämpft am Anfang der Mission? You harbor a criminal who has caused the destruction of the entire population of Rakor. We are not prepared to negotiate. You will proceed to Rakor, where a court of Cleon justice will be convened. If you refuse, we shall destroy you. Admiral Vlick, the criminal of whom you speak is in the middle of a very delicate medical procedure. He cannot be handed over to anyone at this time. Okay, Admiral Flick. Der Verbrecher, von dem Sie sprechen, befindet sich mitten in einer heiklen medizinischen Operation. Er kann zurzeit an niemanden übergeben werden. Das stimmt ja eigentlich. Also die wollen ihn wohl vor Gericht stellen. I cannot believe Quetzalcoatl's mission to Rakor would cause the deaths of the entire planet. Ich kann einfach nicht glauben, dass Quetzalcoatls Aktionen auf Rakor den Tod der ganzen Bevölkerung eines Planeten verursachen konnte. Oh doch, das glaube ich mir für dich mit. Since when do Klingons give orders to Federation officers, Admiral? I realize it's difficult for a Klingon, but don't be a fool. Seit wann geben Klingonen einem Offizier der Föderation Befehle, Admiral? Ich verstehe, dass das für einen Klingonen schwer ist, aber seien Sie kein Narr. Admiral Vlick, the criminal of whom you speak is in the middle of a very delicate medical procedure. He cannot be handed over to anyone at this time. Okay, ich denke mal, wir nehmen das hier, weil das ist eigentlich, ist eigentlich der Wahrheit entsprechend und der Aztekengott wollte ja eigentlich auch wirklich sich quasi vor Gericht stellen lassen. His attempt to corrupt the Empire with his philosophy led to the destruction of all life on Rakor. How could a philosophy of peace and non-violence cause the destruction of all life on Rakor? Rakor has been governed by my family for generations, but even they were corrupted by him. It was a matter of honor that his lies had to be silenced, no matter what the cost. My God, you killed your own people just because they acquired a philosophy that you disagreed with? Hä? Okay, mein Gott, Sie haben Ihr eigenes Volk getötet, weil Sie eine Lebensart annahmen, die Ihnen persönlich nicht gefiel? So you killed them, your own family. You were responsible for their deaths, not Quetzalcoatl. Sie haben sie getötet. Ihre Familie. Sie sind verantwortlich für deren Tod, nicht Quetzalcoatl. You murdered them. You're insane. Tell me, how much do your commanders know about what you did? Or do you need to kill Quetzalcoatl to hide your own deeds? Sie haben sie ermordet. Sie sind wahnsinnig. Sagen Sie, wissen die anderen Klingonen, was sie getan haben? Oder brauchen Sie Quetzalcoatls Leiche nur, um ihre eigenen Taten zu verheimlichen und die Schuld auf einen anderen, auf einen Toten zu schieben? Ach du Scheiße. So you killed them. Ich glaube, ich nehme diese Antwort hier. You were responsible for their deaths, not Quetzalcoatl. Aber das heißt, die Klingonen haben den Planeten ausgelöscht, weil die sich dem Aztekengott angeschlossen haben und nach Frieden gestrebt haben? It was that creature's fault. Had he not interfered in our affairs, the people of Rakor would be alive. Clearly, he is responsible. Message from Starfleet Command. I'll argue this with you later, Blake. Contact your superiors, Kirk. You may be surprised. I have bad news, Captain.
The Organians have ruled that Quetzalcoatl's interference in Klingon affairs renders him subject to Klingon law. You are to turn your prisoner over to them at Rakur. Klingon law will permit you to observe or aid in his defense. But be very careful, Jim. Starfleet out. Captain, you cannot turn him over to those butchers. That would be murder. We have no choice, Scotty. I'm afraid Quetzalcoatl has a date with Klingon justice. Set course for Rakur, Mr. Chekhov. Ach, krass. Das heißt, selbst die Sternflotte bzw. die Oranier sind auf dem Standpunkt, dass wir den Gott dort ausliefern. To deliver our guest, the mythical entity Quetzalcoatl, to a Klingon court. Dr. McCoy, Mr. Spock, and Ensign Benny and I have been granted permission by the Organians to witness this trial, which I expect to be a travesty of any meaningful definition of justice. Spock, come with me. Mr. Scott, you have the comm. Energie. Ach Gott, da bin ich ja mal gespannt, wie sich das so entwickelt. The prisoner and his witnesses will stand forth, so the trial may begin. Ah, okay, da ist ja auch der Klingone von vorhin wieder, mit dem wir schon gesprochen haben. Wer ist es denn von den beiden? Ist es der? Admiral Vlicht, commander of the Klingon flagship. Das sah vorhin nicht so grau aus. Wen haben wir hier? A Klingon guard. A big Klingon guard. A big Klingon guard with his disruptor ready to fire on anyone who gives him trouble. Sehr schön. Danke für die Erläuterung. Können wir mit dem jetzt dann ganz normal sprechen erstmal, oder? You will not speak unless the court requests it, Kirk. Ja, was soll ich denn dann tun? So, Kirk, erstmal in die Mitte gehen. Finally meet. Wusste ich jetzt I had nicht. thought it would be Wollte in gerade battle, mit ihm hier sprechen. but the universe holds many surprises. There's nothing less appealing than a gloating Klingon flick. Let's get this trial underway. Es gibt nichts Schlimmeres als einen labernden Klingonenflink. Fangen wir mit diesem Prozess an. Stick around, Vlicht. There are more surprises awaiting you. Bleiben Sie noch ein Weilchen, Flick. Es kommen noch mehr Überraschungen. Why does every Klingon tell me they expected to meet me in battle? You really have a one-track mind. Warum sagt jeder Klingone, dass er mich in einer Schlacht treffen will? Ihr Jungs habt wirklich eine schlimme Fantasie. Oh Gott. Was soll ich denn da nehmen? Ey, Let's get this trial underway. Ich glaube, ich nehme mal das. Weil ich tendiere zwischen 1 und 2. Aber ich weiß nicht. Ich bin überfragt. Ich sag mal, wir sollen den Prozess anfangen, auch wenn er ein bisschen schnippisch ist. So be it. This begins the trial of the entity Quetzalcoatl, who is charged with impersonating a Klingon, stirring dissent, encouraging cowardice, and treason in the highest degree. Those are serious charges, Vlicht. Should he not be tried by a Klingon high court? He has not demonstrated honor, Kirk. Only a proven warrior may be tried in high court. Principles of honor are not applicable to his defense. I'm a warrior, Vlicht. I hereby intervene for him and demand the honors and responsibilities of a warrior's trial. Also Kirk will ihn vor dem hohen klingonischen Gericht sehen und der Flick sagt also, nein, der hat nicht die Ehre bewiesen, um vor dem hohen Gericht angehört werden zu dürfen. Ich bin ein Krieger, Flick. Ich interveniere in seinem Namen und fordere für ihn die Verhandlung vor dem höchsten Gericht. Then this trial is a mockery for the entire galaxy to see. Dann ist diese Verhandlung lediglich ein Schauprozess für die Galaxis. Oh well, I'm afraid you're on your own, Quetzalcoatl. So ein Pech, die Karten stehen schlecht, Quetzalcoatl. I'm a warrior, Vlicht. Ich sag mal, das this ist ein trial is a mockery for the Schauprozess. entire galaxy to see. How typical of the Federation to judge every other species as morally inferior. Your rhetoric is not welcome here. I offered them insights into the philosophy of peace and cooperation. They chose to follow it of their own free will. Quetzalcoatl, you encouraged the colony to destroy its weapons. You even encouraged them to hold their children from our traditional military ceremonies. Children should not even play at war. To prepare them to kill is barbaric. To counsel it is to counsel cowardice. To counsel it is to abandon all honor. This is treason for all to see.
The penalty for treason in this system is death. Do you accept your sentence? I have failed. Death is what I deserve. Ich glaube, ich habe das falsch He has ausgewählt. admitted guilt. You have surrendered him to Klingon law. Can you deny that this was a fair trial? You're going to kill this old man because he encouraged non-violence. The Federation cannot accept this. Ihr wollt einen alten Mann töten, weil er Frieden gepredigt hat. Die Föderation kann das nicht erlauben. Oh Gott, ich glaube, ich habe vorhin das falsch By our ausgewählt. standards, he would rank among the greatest heroes of the Federation. Gandhi, Surak, Malaltoji, Shanarda. We will not abandon him. Nach unseren Begriffen gehört er zu den größten Helden der Föderation. Gandhi, Surak, Melotoji und Shanadra. Wir werden ihn nicht aufgeben. Nee, das stimmt ja eigentlich nicht. Guess I can't argue with you. Pleasant conquest, Admiral. Dagegen kann ich nicht argumentieren. Schöne Eroberung noch, Admiral. You're going to kill this old man. Ich glaube, ich nehme jetzt das hier erstmal. Aber ich glaube, ich habe vorhin schon was Falsches ausgewählt. Federation cannot accept this. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Pacifism is utterly alien to our people. It would be as though he preached the doctrine of suicide in direct contradiction of the will to live. Honorable men thrive in war and conflict. Cowards seek to avoid conflict. Then a Klingon can thrive on the conflict between his inner nature and his philosophy. Clearly the people of Rakur did that. Oh, ich wusste nicht, dass der Dialog noch länger geht. Interessant. Dann kann ein Klingoner auch durch den inneren Konflikt von Charakter und Philosophie Ehre gewinnen. Und genau das hat das Volk von Krakor getan. This is a matter for a philosophical debate, not a trial. The state has no right to interfere in a person's conscience. Das ist eine rein philosophische Debatte, kein Prozess. Der Staat hat kein Recht, das Gewissen einer Person zu manipulieren. Fine. Can we get this over with? I've got shore leave scheduled on Risa next week. Nett, können wir jetzt fertig werden? Ich habe nächste Woche Landurlaub auf Risa gebucht. Then a Klingon can thrive on the conflict between his inner nature and his philosophy. Clearly the people of Rakur did that. Ja, ich glaube, ich nehme mal das, aber ich glaube, ich habe vorhin schon irgendwie verkackt. Ich weiß nicht, ob das noch ein gutes Ende nimmt. The Klingon Empire will not tolerate dissent. Then the Klingon Empire is wrong. Only the greatest warriors of old could say such a thing and expect to live. Do you think yourself worthy enough to walk in their footsteps? Give me an opportunity. If I succeed, Quetzalcoatl goes free. Gebt mir eine Möglichkeit. Wenn ich es schaffe, ist Quetzalcoatl frei. If it means that I can prevent you from murdering an ancient and blameless creature, yes. And I'm prepared to back it up. Wenn es bedeutet, dass ich den Mord an einem unschuldigen Wesen verhindern kann, ja. Und ich bin bereit, es zu beweisen. I'm James T. Kirk. I'm more worthy than you'll ever be, and I have girlfriends on 50 planets who will vouch for that. Give me an opportunity. If I succeed, Quetzalcoatl goes Also ich free. würde hier 1 oder 2 nehmen. If it means that I can prevent you from murdering an ancient and give me an opportunity. If I Ich glaube, ich succeed, benutze das hier. Quetzalcoatl goes. Stories of your impudence are not exaggerated. You shall have your chance. It is a pity we will not meet again. Was kommt denn dann Captain. jetzt?